So, ja, hallo Leute. Ja, heute mal wieder ein kleines Video von mir. Und zwar, ja, heute mal ein bisschen was anderes. Ich habe ja eine neue Kamera, nämlich eine GoPro Hero. Und ja, dafür hätte ich dann auch gerne jetzt einen Halter für den Lenker gehabt vom Fahrrad, da ich halt auch ganz gerne mal ja, eine Fahrt mit dem Fahrrad filme. Und ja, was soll ich sagen? Die Auswahl ist jetzt irgendwie doch stark eingeschränkt, weil ja die Ersatzteilversorgung im Moment ein bisschen schwierig ist. Und ja, da ich halt nicht genau das gekriegt habe, was ich ja, gerne gehabt hätte, habe ich mir dann gedacht, okay, dann baue ich mir halt einen Halter selber. Und ja, genau dabei könnt ihr mir jetzt mal zugucken. So, ja, hier habe ich jetzt eine 3 mm Stahlplatte, so das Stahlblech, und ja, aus der will ich das jetzt halt anfertigen. Und zwar jetzt erstmal so eine Grundplatte. Und dafür zeichne ich mir jetzt hier erstmal ja, die groben Maße an. Verdammt mich, jetzt schreibt der Schreiber nicht. Naja, gut, irgendwas ist ja immer. Gut, zweiter Versuch. Jetzt wollen wir doch. Ja, so, jetzt müsste es passen. Genau. Und das war jetzt die eine Körperkante. Jetzt mache ich dann halt die ja, parallel dazu liegende. Und das Ganze soll natürlich dann auch schön ja, im 90 Grad Winkel sein. Jedenfalls ja möglichst gut. So, und dann kommt jetzt noch die letzte Kante. Ein bisschen ausrichten hier zu der anderen Körperkante. Und genau, jetzt müsste es passen. Verdammt, abgerutscht. Aber so geht's jetzt. Ja, jetzt ja, mal gucken, ob die Platte dann darauf passt. Ja, das haut hin. Also schon mal das Ganze angezeichnet und jetzt muss es dann halt noch mit dem Winkelschneider ausgeschnitten werden. So, ja, sorry, aber das Schneiden mit dem Winkelschleifer habe ich jetzt nicht gefilmt. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel mit den ganzen Funken, die da fliegen. Nicht, dass ich mir hier meine Videokamera ruiniere. Genau, aber ich habe das dann entsprechend halt mit einer Trennscheibe mit 1 mm Stärke ausgeschnitten, damit ich nicht so viel Materialverlust habe, und damit lässt sich halt auch gut arbeiten, feine Schnitte machen. Also das hat wunderbar funktioniert. Wie man hier jetzt auch sehen kann, ja, schöne gute Kanten, aber natürlich die Grate, die man ja typischerweise mit dem Winkelschleifer erzeugt, die sind natürlich da, und ja, das ist dann wohl das Erste, worum ich mich kümmern muss, dass die wegkommen. Ja, und das geht natürlich am besten mit einer Feile. Eine schöne feine Feile, schlicht Feile, und damit feile ich das jetzt entsprechend weg. So, das sieht schon mal viel besser aus hier. Also zumindest die Grate sind jetzt weitestgehend weg. Ja. So, mal gucken. Passt die Platte auch noch drauf? Ja, doch, das sieht gut aus. Wenn die schön gerade ausrichtet, dann ist zu allen Seiten noch ein bisschen Platz. Also das haut hin. Habe ich mich nicht vermessen und verschnitten. Ja, aber da ist halt immer noch so eine Kante, so eine Ecke. Die feile ich jetzt nochmal weg. Ja, und ich will halt, dass die Kanten des Blechs schon jetzt rechtwinklig und gerade sind, möglichst. Ja, hier sieht man, gut, da habe ich mich ein bisschen verschnitten, aber das ist jetzt nur um weniger als einen Millimeter. Aber naja,
Ich versuche noch ein bisschen was rauszuholen mit dem Fallen. So, ich glaube, jetzt reicht's. Also das sieht schon gut aus, finde ich. Schöne, gerade Kanten. Kann man sich ein bisschen schon drin spiegeln. So, ja, jetzt kommen wir dann zu der Rohrschelle, die ich ja dann auch noch brauche. Ich habe hier so ein Stück Lochband gefunden. Das hatte ich schon mal für ähnliche Zwecke verwendet. Ja, das muss ich jetzt quasi nur noch ein bisschen zurechtbiegen, dass wir hier schön 90 Grad Winkel haben. Genau, und als nächstes ja, brauche ich dann halt entsprechende Löcher. Ich verschraube das mit M4 Schrauben. Die Löcher da, die haben ja, knapp 4 mm. Also es fehlt nicht viel, aber ja, eine Schraube kriege ich da nicht durch, also bohre ich die mal auf. So, erstmal die Schutzbacken drauf, hier meine Hilfsschutzbacken. Das Ganze dann schön einspannen, damit das dann beim Bohren nicht gleich abhaut, weil so ein bisschen Kräfte walten da ja dann auch. Noch ein bisschen, damit das halt wirklich, wirklich fest ist. Aber ja, so sollte es stimmen. So, 4 mm Bohrer einspannen. Und dann können wir auch schon loslegen. Let's drill it! So, schon das erste. Und das zweite. Ja, weil das eben nur knapp kleiner war, kommt man da mit dem Bohrer relativ schnell durch. Ja, hier sind jetzt ganz leichte Grate. Aber die kann ich ja relativ simpel mit einem Senker entfernen. Genau. So sieht das schon viel besser aus. Ja, und jetzt muss ich das Ganze ja noch absägen, also die überstehenden Enden. Dafür spanne ich das jetzt halt wieder im Schraubstock ein, damit ich vernünftig sägen kann. Und dafür habe ich so eine kleine Handsäge. Ja, dann kann es auch schon losgehen. So, das war das erste Ende. Lässt sich erstaunlich gut sägen. Ist halt auch, ja, jetzt nicht der super harte Stahl. So, wieder einspannen das Ganze und dann noch den zweiten Schnitt machen. Auf geht's! So, ja, dann hat der Halter eigentlich auch schon so seine Form, wie er sie haben soll. Mal gucken, ob das da jetzt auch noch vernünftig drauf passt, so wie ich mir das vorstelle. Ja, das sieht
Das sieht ganz gut aus. So sieht es dann halt von der Seite aus. Ne, muss man sich jetzt vorstellen, dass das Lenkerrohr da durchgeht. Ja, und die Schelle hält dann quasi das Ganze fest zusammen. Und weil der Lenker einen etwas größeren Durchmesser hat, wird der Halter ein bisschen halt über der Platte schweben. Aber das sorgt dann auch dafür, dass das Ganze ein bisschen unter Spannung bleibt und richtig, ja, dass da richtig Zug drauf ist. Gut, dann ja, muss ich jetzt halt anzeichnen, wo die entsprechenden Bohrungen rein müssen. Denn durch die Platte müssen jetzt ja dann auch nochmal Schrauben durch, die dann halt, ja, das Ganze, also die Platte mit der Schelle verschrauben. Dafür mache ich mir dann hier erstmal mittig entsprechende Kennzeichnung. Als Hilfsmarkierung markiere ich dann hier auch nochmal von der anderen Seite auch die Mitte. So, genau, dann haben wir hier unsere Markierung. Jetzt nochmal gucken, wo der Halter dann genau sitzt mit den Bohrungen, damit ich das halt genau so anzeichnen kann, dass die Löcher da sind, wo jetzt auch die Löcher von den, also an der Schelle sind. Dafür zeichne ich das jetzt mal mit dem Stift vor. Genau. Und schon wissen wir, wo wir jetzt hier bohren müssen. Einmal links, einmal rechts. Dann muss ich es jetzt halt nur einmal dann noch mit dem Körner vorkörnen und dann kann auch gebohrt werden. Ja, nur leider habe ich mir den Körner mit einer sehr, sehr starken Stahlplatte stumpf gehauen. Deswegen muss ich den Körner erstmal anspitzen. Das ist auch das erste Mal, dass ich den Körner anspitzen muss. Aber das war halt irgendwie eine Platte, die von so einer Industrieantriebskette war. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so ein Hochleistungsstahl ist. Das Material war auf jeden Fall härter als die Spitze von meinem Körner. Und naja, damit ich mir das Leben ein bisschen leichter machen kann, spanne ich jetzt halt meine Handbohrmaschine hier in den Schraubstock ein. Habe dann halt einen entsprechenden Schleifeinsatz da reingespannt. Und dann kann ich den Körner damit anspitzen. Ich werde einen etwas spitzeren Winkel reinschleifen, als er vorher war, einfach weil man dann besser sieht, wo man körnt, aber auch wirklich nur ein paar Grad steiler. So, ja, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Der Punkt, das ist halt das, den man da sieht, diesen hellen Punkt an der Spitze, das ist das, was dann halt in das Material eindringt und den Körnerpunkt setzt. Dann kann ich weitermachen. Ja, die Platte, die muss jetzt erstmal hier wieder in den Schraubstock eingespannt werden, damit sie wieder einen guten Halt fürs Bohren hat, damit die mir hier nicht abfliegt. Das Ganze muss dann auch schön fest gespannt werden. Natürlich nicht so fest, dass hier die Blechplatte schon verbiegt, aber doch so fest, dass die wirklich nicht abhaut beim Bohren. Und ja, aber gut, erstmal körnen wir das Ganze jetzt. So, genau, das war's. Jetzt ist das Ganze gekörnt und kann entsprechend gebohrt werden.
Und ich markiere mir jetzt halt noch mal quer die genaue Mitte der Bohrung, damit ich halt sehe, wenn der Bohrer halt wegläuft, weil beim Handbohren ja, der Bohrer gerne mal abhaut sozusagen und dann die Position der Bohrung dann nicht mehr stimmt. Und dann kann man so ein bisschen gegensteuern, wenn man das frühzeitig sieht. Ja, und dann ist das halt auch genau so passiert, dass die Bohrung da so ein bisschen abgehauen ist. Da versuche ich jetzt ein bisschen gegenzusteuern. Genau, aber jetzt sind wir auf Kurs. Erstmal die andere Seite einnorden, dass wir da ja, einen guten Start haben. Jetzt kann durchgebohrt werden. So, dann haben wir unsere beiden Bohrungen drin. Das sieht schon mal gut aus. So sieht es jetzt aus. Und ja, da sind natürlich jetzt wieder so Grate entstanden durch das Bohren. Hier sieht man sie sehr schön. Ja, die müssen natürlich noch weg. Dafür spanne ich jetzt wieder den Senker ein. Ja, noch weiter auf. Das reicht immer noch nicht. Ja, jetzt. Ja. Soweit zum gut fixieren. Das hat nicht ausgereicht. Muss ich ein bisschen mehr Kraft aufwenden, damit die wirklich hundertprozentig fest sitzt. Und jetzt müssen ja auch noch dann die Kegelsenkungen in die Platte rein, denn die Schrauben, die ich verwenden will, das sind halt Senkschrauben, sodass dann halt quasi die Schraubenköpfe letztlich nicht überstehen über der Platte. Dafür müssen halt die Senkbohrungen ja, entsprechend tief sein. Ja. Man sieht jetzt halt hier, ja, es reicht noch nicht ganz, die Köpfe stehen noch ein bisschen über. Da müssen die Senkungen noch ein bisschen tiefer. So, mal gucken, ob sie jetzt passt. Ein bisschen muss noch. Es ist nicht viel, was fehlt, aber ja. So, aber jetzt müsste es doch passen. Ja, das sieht schon wieder besser aus. Und noch einen kleinen Tick. So, ja. Und jetzt die andere Seite. So, gucken. Ja, ja, das reicht noch nicht. So, jetzt habe ich auch noch ein ganzes Stück tiefer gebohrt hier. Gesenkt.
Jetzt müsste es eigentlich hinkommen. Ich nehme es mal raus, dann können wir mal gucken. Also das ist jetzt ja eben, also steht nicht über die Platte hinaus, der Schraubenkopf. Und auf der anderen Seite sieht das auch gut aus. Also beide Schraubenköpfe stehen jetzt nicht mehr über. Sie müssen sogar im Prinzip minimal tiefer stehen, weil die Platte ja letztlich am Ende noch lackiert wird. Dann ja, kommen sie nochmal um die Lackschicht höher. Aber so sollte es passen. Und nicht überstehen dürfen die Köpfe ja, weil hier später dann der Halter aufgeklebt wird. Und der überklebt ja dann quasi die Schraubenköpfe und dann dürfen die natürlich eben nicht überstehen, weil dieses Klebepad, das braucht ja halt eine schöne, ebene Fläche, denn die Klebung, die soll ja wirklich gut halten. So, und jetzt mal gucken, ob der Halter dann auch passt, also die Schelle. Ja, das sieht sehr gut aus. Nochmal die Muttern raufdrehen. Ja, eigentlich ja, eine Scheibe ja, könnte man drunter machen, aber das passt jetzt halt nicht von der Breite her. Aber letztlich fungiert ja das Ende von dieser Schelle auch schon als Scheibe. Deswegen lasse ich die jetzt weg. Na Mutter, komm, geh rauf. Ja, jetzt. So, und jetzt können wir noch mal gucken. Also der Halter, der sitzt wirklich jetzt eben da auf. Flächig, das ist halt wichtig. Ja, genau so, wie es sein soll. Ja, und so sieht das Ganze dann montiert aus. Ja, man kann halt sehen, hier hat man dann halt die Schelle unten, die ich dann selber gemacht habe. Die ist hier entsprechend verschraubt mit der Platte, die ich aus Stahlblech angefertigt habe. Und da drauf klebt dann halt so ein Rasthalter für die GoPro-Halterung, also für die GoPro-Rasthalterung. Und ja, genau, da ist das Teil jetzt eben entsprechend drin. Genau, der Kleber hier, das ist halt ein Hochleistungsklebepad. Da ja, sollte so schnell nichts abgehen. Genau, und ja, man kann halt hier bei dem Halter dann noch entsprechend das lösen und dann die Kamera entsprechend nach vorne und hinten kippen, damit man dann den richtigen Bildwinkel hat. Und ja, also die Lösung gefällt mir total gut. Das ist hier absolut solide. Hier rührt sich gar nichts. Ich habe die Muttern hier entsprechend auf beiden Seiten, vorne und hinten, gut festgezogen. Also da ist richtig Zug drauf und ja, das sollte halten, denke ich mal. Ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Schreib was Nettes in die Kommentare. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hast du jetzt die Chance dazu. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mich mit einer kleinen Spende unterstützen könntest. Näheres dazu in der Videobeschreibung. Denn wie ich mal wieder feststellen musste, ist Videoequipment doch ganz schön teuer. Also wer Interesse hat, so einen Halter nachzubauen oder einfach nur wissen will, mit welchem Werkzeug und Material ich gearbeitet habe, habe ich auch noch entsprechende Links in die Videobeschreibung gepackt. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.